Moin Leute, hier Shop von VR. Ich bin Mutansen und das hier ist The Walking Dead Saints and Sinners. Der erste Teil. Auf der PlayStation VR 2. Ja, auf der PlayStation 5, auf der PlayStation VR 2. Und ich wollte mal fix gucken, was sich hier verändert hat. Ich habe eben im Livestream schon ein bisschen rumgemacht. Und da ich aber meinen alten Spielstand nicht geladen hatte, musste ich da sehr viel Zeit verbringen mit noch nicht Recherche. Und jetzt habe ich aber herausgefunden, wenn man einfach den damaligen DLC anklickt, dann kann man hier direkt in die Level gehen. Und ich wollte euch kurz berichten, wie dieser PlayStation VR 2 Remaster jetzt rüberkommt. So, natürlich haben wir eine tollere Steuerung jetzt mit den neuen Controllern, mit Analogsticks hier hin und her laufen, viel, viel besser. Die neuen Haptics werden auch unterstützt. Ja, also es ruckelt, wenn euch ein Zombie angreift, auch am Kopf und vor allen Dingen auch sehr bemerkenswert der adaptive Trigger. Ja, jede Waffe, ich ziehe hier gerade durch, dann gibt es einen Widerstand. Und erst wenn ich drücke, dann wird es getriggert. So, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt direkt mit der alten PlayStation VR 1 Version zu vergleichen, weil ich die das letzte Mal vor 4 Monaten oder so angeguckt habe. Ja. Aber was ich schon weiß, ist, dieses Spiel hier ist technisch auf jeden Fall jetzt gut. Die Auflösung ist total gut auf der PlayStation VR 2 und vor allen Dingen, wenn ich mich um meine eigene Achse drehe, merkt man auch sofort, absolut flüssig. Auch das hier läuft genauso wie der Retribution-Teil, den ich ja schon getestet habe, mit super stabilen 25, hätte ich beinahe gesagt, 90 FPS und alles ist gut. Ey, was soll denn das? Treff nicht. So, was mir aufgefallen ist, hier sind aber viele Zombies unterwegs heute. Ich habe nämlich ein Level schon gespielt, den Anfangslevel, den man spielt, wenn man zum ersten Mal das Spiel startet. Und da ist mir kein Unterschied aufgefallen zur PSVR 1 Version. Ja, das sah von der Beleuchtung her gleich aus, auch die ganzen Geometriedetails sahen gleich aus. Hier zum Beispiel in diesem Level, muss ich sagen, wirkt es auf mich jetzt aufgebohrt. Ja, das hat noch nicht den Detailgrad der Retribution-Version. Auf jeden Fall. Der ist noch höher. Ja, so Geschichten wie die Autos, die hier stehen, die sehen in The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution, sehen die echt noch detaillierter aus und haben auch ein bisschen hochauflösende Texturen noch. Das sieht noch geiler alles aus, aber ich würde behaupten, hier sieht es jetzt auf jeden Fall doch, oh, ein bisschen remastered. Alter Schwede, ey, das sind Feinde, da sollte ich nicht abhängen. Sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Oder deutlich besser als in der PSVR 1 Version. Ich bleibe mal hier im Windschatten von diesen Bösewichten. Das fällt mir jetzt auf jeden Fall auf. Ja. Moment. Yep. Diese lustigen Bodennebel zum Beispiel, die gab es einfach auf der PSVR 1 nicht. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Die allgemeine Texturqualität ist jetzt höher. Aber es ist halt auch nicht so, dass jetzt alles aussieht wie im zweiten Teil und einen Quantensprung gemacht hat. Ne? Das Spiel sah auf der PSVR 1 eh schon ganz geil aus. Und jetzt ist es hier und da aufgebohrt. Ja, sieht alles cool aus. Und was auf jeden Fall nicht funktioniert, wie in Retribution, zeige ich euch gleich. Das habe ich schon überprüft. Leider, weil ich fand, das war ein schöner Effekt, wenn wir mit der Lampe leuchten. Ja, die macht jetzt kein Schatten. Ja, die ist einfach nur hell, macht aber leider nicht mehr diesen krassen Schatten, die Lampe im Retribution macht. Kann man verschmerzen, ist ein nettes Detail, aber nicht kriegsentscheidend auf jeden Fall. Ansonsten fühlt sich alles hier super an. Ja, seht ihr solche Details wie diese Kabel, die sind halt komplett clean und jitterfrei, egal wie weit ich irgendwie da hinten zum Horizont gucke. Alles sieht gut aus, die Auflösung ist fantastisch. Was will man mehr? Das hier ist ein guter Remaster von The Walking Dead Saints and Sinners im Verhältnis zu PSVR 1. Super. So, wie gesagt, ich habe jetzt live gerade eine Stunde damit verbracht. Und das sollte nochmal eine schnelle Zusammenfassung werden. Für Leute, die jetzt keinen Bock haben, da jetzt nochmal eine Stunde reinzugucken und zuzuhören, was ich da vor mich hin sabbel. Definitiv sind Geschichten wie die Autos und so in den
ganz neuen Version viel cooler. Aber, na komm, eine Pistole haben. Aber ich würde jetzt behaupten, dass der Lichteinfall hier auch sich verbessert hat im Verhältnis zum ersten Teil. Ja, das wirkt schon sehr explizit jetzt, wie das Licht hier auf den Objekten spielt und wie stark die Schatten sind. Müsste man tatsächlich, um das exakt rauszufinden, nochmal 1:1 durchgehen. Ja, so ein schönes Vergleichsvideo, wie ich gerade zur Pico 4 gemacht habe. Hier wird es jetzt auch nochmal Sinn ergeben bei der neuen PlayStation 2 Version. Oh, oh, oh. Das ist so ein guter Moment. Alter. Alright. So, habe ich irgendwas vergessen? Haptik habe ich erwähnt, funktionieren gut. Die Steuerung ist natürlich jetzt fantastisch. Und die Grafik ist hochauflösend und absolut flüssig. Was will man mehr? So soll es sein. Genau so. Alter, Katana. Moin. Ich bin's. Komm mal. Ah, und ein Zombie noch. So. Was das Spiel selber kann und wie das so ist, wenn man es spielt und so, habe ich schon in ganz vielen Videos erklärt. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal. Aber wenn euch das interessiert, guckt euch gerne meine First Impression Videos oder Reviews an. Ja, ich habe ein First Impression Video zur PSVR 1 Version gemacht. Ich habe ein Review dann zur Quest Version gemacht. Von The Walking Dead Saints and Sinners 1. Ja, dasselbe. Also die Reviews gab es dann auch nochmal. Reviews? First Impressions von der 2er Version. Ich habe sehr, sehr viel über den Inhalt der Spiele geredet. Ich liebe die und finde sie richtig geil. Ja, sowohl die Game-Mechanik als auch die Story und alles. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass sowohl der erste und der zweite Teil auf der PlayStation 2 einfach fantastisch geworden sind. Und wünsche euch dabei viel Spaß. Das war es erstmal von mir. Mutensen. Mit der kaputten Pistole. Die hat gar keinen Arm mehr gehabt. Fresh. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Däumchen für mich übrig hättet. Schreibt mal gerne, wenn euch auch noch was aufgefallen ist in den entsprechenden Versionen und falls jemand rausgefunden hat, wie man seinen alten Spielstand importieren kann in die neue Version, ja, also von der PSVR, dann bitte mal sagen. Mir ist das irgendwie bisher noch nicht gelungen. Ich habe den aus der Cloud geladen und dachte, der wäre dann da, aber war irgendwie jetzt nicht. Keine Ahnung, ob ich da noch irgendeinen Knopf drücken muss. Finden wir zusammen auf jeden Fall raus. Ich bin erstmal raus. Bis dann, Mutasmo von VR. Immer furchtbar. Guck mal. Winke, winke. Genießt das Spiel. Spielt auf jeden Fall den ersten Teil und dann erst den zweiten. Ja, ich schwöre es euch. Macht total Sinn. Jetzt aber. Tschüss.